Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Dan Vasc und wir schauen uns jetzt erstmal zwei Videos von ihm an. Zum einen ist das Star Spangled Banner und zum anderen ist das An Apologize. Ich weiß nicht, wofür er sich entschuldigt im zweiten Video, aber als ich nach den Videos gesucht habe, habe ich gesehen, dass sehr viele Reaction-Kanäle beide Videos in einer Reaction aufgenommen haben. Und dementsprechend vermute ich, dass die beiden Videos zusammengehören. Ja, wir werden sehen, wofür er sich entschuldigt. Vermutlich hängt es dann mit diesem Video hier zusammen, das er hier zum 4. Juli gemacht hat. Ich weiß aber noch nicht, worum es geht dann. Das ist, glaube ich, die amerikanische Nationalhymne, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber es ist Mittwoch und was machen wir mittwochs? Unsere Filmempfehlung der Woche. Und das ist diesmal nicht ein Film, sondern es ist eine Quadrologie, die gedreht wurde, also zumindest der erste Teil. Ich weiß gar nicht, ob die alle in denselben Ländern gedreht wurden, aber der erste Teil wurde auf jeden Fall in Spanien und Portugal gedreht und ist auch ein spanischer Film im Original. Ich kann euch jetzt den spanischen Originaltitel gar nicht sagen, aber es ist die Reitende Leichen-Trilogie. Ich habe es schon mal erzählt, ich habe als Kind sehr, sehr gern Horrorfilme geguckt und die Reitenden Leichen habe ich absolut geliebt. Die Filme sind sehr alt, es gibt auch einen neuen. Warum habe ich den jetzt hier nicht noch mit? Ich habe den auf jeden Fall. Den habe ich aber noch immer nicht geguckt. Den habe ich seit Jahren hier und habe den noch nicht geguckt. Die Neuverfilmung oder weiß ich nicht, Reboot. Keine Ahnung, was genau das ist. Aber die alten Filme sind auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und zwar sind das, falls jemand die einzelnen Titel wissen möchte, Teil 1 die Nacht der reitenden Leichen, dann die Rückkehr der reitenden Leichen, Teil 3 war das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, das sind tolle Titel, und Teil 4 war das Blutgericht der reitenden Leichen. Großartige Filme, ich kann die nur empfehlen und ja, so, das aber dazu. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Filme kennt. Die sind wie gesagt ziemlich alt und gar nicht so bekannt, wie mir immer aufgefallen ist. Wenn ich mit Leuten drüber sprechen wollte, kannte die keiner. Die liefen aber damals mal im Fernsehen hier in Deutschland. Das weiß ich noch. Wie gesagt, ich habe die da immer geguckt. So, jetzt aber zu Dan und Star Spangled Banner. Let's go. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed, and the twilight's last gleaming, whose broad stripes had bright stars through the perilous fight. On the ramparts we walked, was so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof to the night that our flag was to them. Also ich bin echt sehr gespannt, wofür er sich entschuldigen möchte, weil das klingt hier super. Ich bin begeistert. Ich mag auch die amerikanische Hymne, muss ich sagen. Es gibt viele Hymnen, die richtig, richtig toll klingen. Die kanadische finde ich auch großartig. Ist eine meiner liebsten Hymnen, die es gibt. Ja, ich bin sehr gespannt, was das zweite Video wird. Oh, sail us the star-spangled banner yet wave, o'er the land of the free and the hope of Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wofür er sich entschuldigen möchte. Ob es wirklich mit dem Video jetzt hier zusammenhängt, weiß ich nicht. Das werden wir gleich feststellen. Das war auf jeden Fall großartig gesungen wieder von ihm.
Und ja, wir schauen jetzt einfach direkt in das nächste Video rein. Wir schauen einfach rein. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die es nicht mochten, dass er eine Metal-Version aus der Hymne gemacht hat. Keine Ahnung. Oder ja, wir werden es feststellen. Friends, I messed up. The other day, I posted a video, the last video in my channel. It was 4th of July, and I posted a homage to the United States. I posted a metal version of Star Spangled Banner, the United States of America's anthem, national anthem. And I didn't realize there were a lot of anti-Americanists on my channel. It came to my attention that they were profoundly offended. And I'm so sorry. I should know better. I was lacking consideration for those people so much. I should have thought about the people whose feelings I would hurt. In fact, I've written here an extensive apology on paper, and it's here on my pocket. Let me reach it. This is for all the people who felt offended by my actions. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum man sich darüber aufregen kann. Ich meine, ja gut, Anti-Amerikanismus ist sowieso irgendwie falsch. Klar gibt es da Dinge, die man scheiße finden kann. Ich zum Beispiel bin absolut kein Fan von Donald Trump und der Art, wie er das Land regiert. Ich bin auch kein Fan von der Art, wie einige Amerikaner sich selbst, das eigene Land als das Größte auf der Welt, das Beste auf der Welt sehen. Aber das gibt's ja in jedem Land, ne? Solche Menschen, die das eigene Land über alle anderen Nationen stellen. Von daher weiß ich nicht. Und ihm da jetzt einen Vorwurf zu machen, weil er die Hymne von den USA singt, er hätte ja auch die Hymne von, weiß ich nicht, Usbekistan singen können. Da hätten sich dann auch wieder einige aufgeregt. Also sowas finde ich dann Quatsch. Ja, wenn er da Lust drauf hatte und das machen wollte, dann darf er doch. Ist doch sein Kanal, ist doch seine Entscheidung, was er machen möchte. Und es gibt ja nicht nur Amerika-Hasser auf der Welt, es gibt ja auch Menschen, die Amerika lieben. Und für die ist das Video dann natürlich was ganz Tolles gewesen. Also, naja. Here it is. There we go. What? Oh, what is this? Oh my god, this isn't supposed to be here. This is so embarrassing. Now come on guys, you clicked on this video really think I would apologize. You know me better than that. Let me tell you something. Never apologize for expressing yourself, for expressing who you are, the things you admire. Be open to be convinced by rational arguments, but don't apologize for expressing yourself. You know, there are a lot of YouTubers that are quick to issue apologies. They are so afraid of pissing people off. Not here. This is not one of those YouTubers. What you see here, it's me. It's really me. No games. If you like it, you stay. If you don't like it, there's a door. It is my dream and goal to reach 1 million subscribers in this channel. Not willing to trade my balls for it though. And being offended is for wimps anyway. And wimps will be wimps. No matter what you say or do, they will always find something to feel hurt by. And it's just the way they chose to be. There's really nothing you can do to help them. So don't mind the wimps. Don't mind the wimps. Would you wear a t-shirt with that? Anyway, my friends, I appreciate so much your undying support and love. You guys make my dreams come true, and for that, I thank you. By the way, what I'm going to do now with that controversy is what every good capitalist does. I'm gonna profit with it. That cover will soon be available on digital stores. If you wanna help me piss off anti-capitalists, go buy it. Link will be on the description when it's out. And the cover itself is linked right here. I hope to see you next time, my friends. Until then, have yourself an epic day. And don't mind the wimps. Louder than thunder we ride. We're ready to strike. Call for the
vollkommen recht. Ich bin auch nicht immer einer Meinung mit Dan. Also eher selten, was politische Sachen angeht. Wenn ich so seinen Instagram-Kanal mir ansehe. Kanal? Sein Instagram-Profil? Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Naja, jedenfalls da sind oft Sachen dabei, die ich persönlich anders sehe. Aber das ist halt seine Meinung. Warum soll ich ihn dafür kritisieren? Ja? Warum soll ich habe da in den Kommentaren dann Leute gesehen, die dann sagen, dass sie sich jetzt nichts mehr von Dan ansehen werden, dass sie ihn deabonniert haben wegen seiner Meinung. Ja, kann man machen. Ist halt, wenn man der Meinung ist, dass man ihn deshalb jetzt nicht mehr anhören möchte, ist ja auch okay. Ja, das muss ja jeder handhaben, wie er will. Ich zum Beispiel höre mir nichts mehr von Rammstein an und supporte die auch nicht mehr. Aus Gründen. Aber ja, ich persönlich, also bei Dan, das sind ein paar politische Ansichten, die wir nicht teilen. Warum soll ich mir jetzt seine Musik nicht mehr anhören? Da gibt es andere Gründe, jemanden nicht mehr anzuhören oder so. Ne? Ich fand die Entschuldigung gut. War eine tolle Entschuldigung. Sollte ich mir merken, wenn sich hier mal wieder jemand darüber beschwert, dass ich mitsinge oder sowas. Oder zu oft pausiere. Werde ich vielleicht auch mal eine Entschuldigung machen. Ja, fand ich super. Wie gesagt, schaut bei Dan vorbei. Links zu den beiden Videos gibt es in der Videobeschreibung. Schaut euch die Reitenden Leichen an. Ich zeige es nochmal hier in die Kamera. Ne, die Quadrilogie. Wie gesagt, es gibt auch eine Neuverfilmung oder ein Reboot. Ich weiß es nicht. Ich habe den hier irgendwo. Ich hätte den jetzt hier noch mit raussuchen müssen. Aber naja, gut. Egal. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr die Filme kennt. Oder ob ihr sie euch ansehen werdet jetzt nach meiner Empfehlung. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.